Tja, jetzt wird es echt Zeit, dass wir sich uns um die Verdächtigen sich kümmern. Da werden wir dann gleich einmal in die Pegas, jetzt haben wir Trottel. Scotland Yard fahren. Wir werden diese drei Herren einmal interviewen, was sie immer wissen. Interviewen einmal. Diese drei Herren interviewen. Zunächst gehen wir wie gehabt einmal da mal vorbei, eine Habseligkeit nochmal anschauen. Da haben wir also jetzt einmal Pickens Gegenstände, Geras Gegenstände, Blickhorn, da nicht viel, und Beincliffs. Jetzt kommt es darauf an, wie es befragt. Ja, ich gebe euch einen guten Tipp. Fangt mit den Hechern an. Das ist der Direktor. Das ist der Gregory Bitkins. Ja. Das heißt, ja, jetzt werden wir sich den einmal anschauen. Warum? Ganz einfach. Es wird euch dann wundern, welche bei der Kombinationsleiter, welche Voraussetzungen es habt. Ja, und welche Möglichkeiten, ja, bei dem Typen habt. An embroidered silk handkerchief. Das Taschentuch, dann der A fountain pen Füllfederhalter with solid gold trim. und die Visitenkarte. Nein, es könnt ihr im Prinzip selber könnt ihr machen, was wollt ihr da draußen. Ich mache nur Vorschläge. Also, ich kann euch nur raten, fangt mit ihm an. Sir Gregory Pitkins' visiting card. Ob sie es dann wirklich macht, weiß ich nicht. Ja. Das ist ganz euch überlassen. Also dann Geras. When Garrow found Sir Rodney Handtuch. dead, he wiped the blood upon himself. Medikamente. Interessant. Medikamentenfläschchen. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Er war krank. Also hat medizinische Behandlung benötigt. Blick hat. Da haben wir einen Stift. An ordinary pencil. Und jetzt der Brief. Ja. Sir Gregory Pitkin, Direktor an Mr. Blinkhorn. Geehrter Mr. Blinkhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation in den Thermen bessert. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter Ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen nennenswerten Fortschritt. Es ist Ihnen nicht gelungen, irgendetwas von Wert zu finden. Und wir können den Abkühlraum weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidatorium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei den Unterfangen, den Menschen heute das Erlebnis der römischen Thermen näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringendst, Ihre Arbeit innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Da sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologische Forschung in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für Ihre Unternehmungen zu finden. Entweder hat da irgendwer was irgendwie vertuschen wollen, weil schon langsam kommt man das auch schon so vor, zu diesem jetzigen Zeitpunkt, sobald ihr diesen Brief gelesen habt. Vor allem eben diesen Brief, die letzten paar Sätze, aus diesem Grund bitte ich Sie dringend, Ihre Arbeit innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen.
da ist irgendwas gewesen, da wollte irgendwer was vertuschen. Ja. Da müsst ihr schon hellhörig werden. Halt, da ist irgendwas. Ja, warum wollen die Sachen und hin und her und dann bei der Kombinationsleiter ist das nämlich dann interessant. Ja, also das haben viele auch nicht gesagt bei den Videos bei YouTube, aber das ist wichtig. Ja, da muss man schon hellhörig werden. Aber was ist da? Dass wir das sofort abschließen. Aha, oho, okay. Warum? Wieso ist das? Und so weiter und so fort. Ja, da muss man sofort hellhörig werden. Also, da wollte irgendwer was vertuschen. Und also, da hast du nichts gefunden, weil schon allein, dass die Explosion da war vorher. Gut, also das heißt, ein Brief von Sir Gregory Bitkin, der Mr. Bacons Arbeit gefährdet. Dann da das gleiche. Gero nimmt echtes Johanneskraut ein. Bei einer Überdosierung kann es zu starken psychischen Nebenwirkungen führen. Und das geschmolzene Metall, ja, das kann man auch fragen, ist hergestellt und der Champagner sowieso. Ja. Gut, but not least. Da haben wir eigentlich ein Notizbuch. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. Was haben wir da? Ein Bild. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. Also, to begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Wissen wir da das? No. Ah, der obere Bereich ist da. Der ist da. Der ist da. Wissen wir da das da? Da ist eigentlich nicht viel. Jetzt irgendwas dran. Warte mal. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Okay, dann werden wir mal da drüber wischen. Warte mal, da drüber wischen da. Auf Sherlock Holmes mäßig. Reicht das? Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Der Bericht des Gerichtsmediziners. Und ich hasse es, wenn ich spiele und ich kriege eine Freundschaftsanfrage. Na, ist ja wurscht. Betreff Sir Rodney Bentcliffe, Alter 63. Der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchstoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbita auf Höhe des Stirnbeins durchstoßen und ist in den dahinterliegenden Frontlappen und das Corpus
Kolossum vorgestoßen, um anschließend im Kleinhirn zu enden, wo sie hämorrhagische Wunden verursacht hat. All diese Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukusablagerung gefüllt ist. Dies kann auf eine chronologische Infektion durch Stoffe zurückgehen, die wahrscheinlich in einer Grabkammer eingeatmet wurde. Elemente einer verwesenden Mumie zum Beispiel oder von getrockneten und verfaulten Lebensmitteln, die als Grabgabe dienten. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. Aha. Interessant. Blickhorn. Arbeit gefährdet, ja. Okay, was wird das davon? Kann jetzt untersucht werden. Okay. Gut, wir können ja dann noch einmal da schnüffeln. Da haben wir einen Ring auch noch. Da haben wir einen Ring auch noch. Da haben wir einen This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Da haben wir einen Ring wieder. Eine Einkerbung. Aha, An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Den alten Ring, ja, der Ring. Buchstelle, das alte Ring, was haben wir da noch? Eine Bruchstelle. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Was haben wir da noch? A hand-drawn map. Eine Karte. Eine Karte, nehmen wir sie da mit. Jo, warum nicht? Eine handgezeichnete Karte aus Sherlocks persönlichen Gegenstand. Ja, warum nicht? Was haben wir da? Dieser Ring sieht äußerst alt aus und wurde eher schlicht repariert. Eine Münze. Sehr schön. An old and rather dirty coin. Ziffer. Also ja, das, was wir da vorher da so freigerubbelt haben, den Brief. Wahrscheinlich ist er jetzt noch nicht da. Den Brief da vorher. Das da, das haben wir da. Habe ich euch, bevor ich wieder zum Rabut komme, etwas unterstellt. Heute habe ich ihn beinahe gefunden. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Ja. Das war das, was wir uns eben mit dem Bleistift und mit dem Taschentuch vom Herrn Watson, wie gesagt, untersucht haben. Jo, Video wieder aus, ne? Leider. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao.